heute mal eine ganz besondere Überraschung für dich als Hommage, weil es immer so viel Spaß macht. Du hast dich natürlich immer mal wieder gefragt, sag mal, wie machen die denn überhaupt das Essen da hinten? Vor allen Dingen so lange Currywurst. Kommt denn das da aus der Tüte oder sonst irgendwas? Heute nehme ich dich tatsächlich mal mit, wir machen mal ein bisschen Behind of Science, weißt du? Und wir machen mal gemeinsam den Burger, du guckst mir über die Schulter, wie wird der Burger nachher aussehen, okay? Essen schmeckt, wenn man selber macht, sowieso am besten. So, komm Leute, los schauen uns jetzt. mal an. Cheers. Hi, hier haben wir, das sind wahrscheinlich Burgerbrötchen gleich. Genau, ja. Wie viel Durchmesser? 25? Tatsächlich 28 cm. 28, ja. So, und hier ist unser leckeres Burgerfleisch tatsächlich. Ja. Das ist auch wirklich ein besonderes Fleisch. 100% Rind. Ja. Aberdeen Black. Anus. Ja, das wir extra für uns herstellen. Jetzt kommt wieder der Meme, aber kannst du so nicht kaufen. Wird wirklich nur für uns hergestellt. Von der Ist das bei hauseigenen. allen deinen Sachen eigentlich, dass du, ich sag mal, wie du hast das bei der Currywurst ja auch genannt, dass die extra alle für dich hergestellt werden? Genau, Krass. also die kannst du jetzt nirgendwo kaufen. Krass. Leute, schaut euch das Ding mal an, So. ey, das ist eine. Und guck mal, du musst Folgendes sehen, ne? Ich will ein bisschen was erklären und so. Ich stecke ganz, ganz viel Liebe in die Details. Deswegen sind wir auch mit dem XXL-Konzept so einzigartig. Und zwar jetzt mittlerweile 17 Jahre am Start. Ja? Und zwar, wenn du dir mal anguckst, wie der Fettanteil zum Fleischanteil letztendlich ist. Ne? Da habe ich auch lange probiert, habe lange auch wieder die Fleischer gewechselt, bis ich jetzt wirklich mal jemanden gefunden habe, der jetzt wirklich begriffen hat, um was es letztendlich ging. Weil früher sind die komplett zusammengeschrumpelt, ne, Kalle? Ja. Und weil einfach der Rindanteil viel zu hoch war, der war alles so noch nicht trocken, wie ein Stückchen Kuchen. Aber das ist jetzt wirklich perfekt. Wie ist der Anteil jetzt? 88 zu 12. Okay. Ja. Und das ist wirklich perfekt. Weißt du, weil der kriegen sonst nicht saftig hin. Also, du musst wissen, in all meinen Produkten, ne, ob es die frischen Eier ist, wenn wir die Schnitzel machen. Ja? Also, hier ist ganz, ganz viel Liebe drin und deswegen glaube ich, sind wir auch so authentisch und so erfolgreich mit unserem XXL-Konzept, weil da stecke ich wirklich meine ganze Energie rein. Soll ich dir was sagen? Das kann ich wirklich den Leuten auch sagen. Das hat nichts nur bei dir, auch wenn XXL dein Ausrufezeichen ist. Ja. Aber selbst bei deinem Eis, letztes Mal habe ich es dir gesagt, Ja, ja. man merkt einfach, wie viel, ich sag mal, Erfahrung und wirklich Leidenschaft da drin ist. Ne? Absolut. So. Es sieht Jetzt lassen wir das einfach mal schön. Es sieht jetzt schon geisteskrank aus. Was wiegt so ein Patty? 1 Kilo tatsächlich. Damit du mal ein bisschen unsere Zutaten heute siehst, ja? Also, wir haben jetzt hier 3 Kilo von diesem geilen Beef, ne? Dann haben wir unser handgebackenes Burger Bun. Wenn wir das hier mal auflegen. Auch nochmal 1 Kilo. Oh, ja. 4 Kilo. Dann ordentlich Burgersoße, ordentlich Gurkenrelish. Dann natürlich noch Käse, dann noch ein bisschen Bacon. Also, Basti, ich glaube, das wird es mit 4,5 Kilo. Weißt du, wir haben ja jetzt natürlich noch Garverlust hier drin, ne? Deswegen liegen wir den ja gemeinsam. Aber wir gucken mal. Ja? Ich bin gespannt, ey. Ist das richtig ein Spiegelei? Ein Spiegelei, ja. Leute, das ist dann, glaube ich, das Witzigste, was ich hier je gesehen habe. Wir haben ja 3 Kilo Fleisch, 3 Buletten, da kommt Bacon, wahrscheinlich zig Käse. Und dann schaut mal hier. Ein Spiegelei, wahrscheinlich noch Größe S oder so. Nee, wir nehmen tatsächlich L-Eier. L? Ja, Ja, damit ihr aber auch mal die Größe Für mich seht, hättest du ne? eigentlich heute M nehmen müssen. Stehst du eigentlich noch gerne so hinterm Ja, ja? ja. Also ich stehe wirklich immer noch in einer Operation tatsächlich, das glauben die Leute mal nicht. Ja, richtet sogar jetzt noch für die anderen an, für die Gäste. Und ja, also ich mache die auch so ein bisschen Medium und so, ich weiß nicht, weil Ich mag die Medium Rare tatsächlich lieber, als wenn sie durch sind, sehr weil die gut, müssen sehr saftig gut. sein. Ja, sehr gut. Dann habe ich alles richtig gemacht. Auch da ganz, ganz wichtig, ne? So ein Burger Bun muss halt auch heiß sein, muss ein bisschen fluffy sein. Hier machen wir schon mal, finde ich auch mal total wichtig, ne, dass Käse grundsätzlich geschmolzen ist, ne, Ja. auf dem Burger. So, hier machen wir jetzt mal ein bisschen Bacon rauf. Also das ist jetzt wirklich so, ich sag mal, auch der Standard Ja, Doppelwhopper, den man bei dir auf der Speisekarte bestellen kann, ne? Genau, genau. Krass. Ja, Leute, ich finde es auch wirklich einfach mal interessant zu sehen, wie das Ganze, ich sag mal, gefertigt wird. Sonst haben wir ja immer viel oft, dass die Sachen fertig kommen oder so, wie mit der Currywurst. Aber ich sag mal, diese XXL-Kreation ja auch mal zu sehen, ne? Also ich feiere es, können Sie gerne mal in die Kommentare schreiben. Es ist einfach nur toll, ich sag mal, dem Chef himself dann auch über die Schulter zu schauen. So, jetzt geht's dann schon mal los, tatsächlich. So, jetzt geht's los mit Bauen, Bauen, Bauen. Geil.
Also wir zum Beispiel nehmen auch wirklich dann eben auch da sehr hochwertig, nicht ein Eisberg, wir nehmen Salatherzen. Salatherzen, ne? Ja, damit es wirklich eben ein geiles Produkt wird. Dann ein bisschen Gurkenrelish tatsächlich. Ach krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Ja, also keine Gewürzgurken, finde ich doof. Und jetzt geht's schon mal los. Die erste Scheibe kommt hier schon mal rauf. Leute, wir haben jetzt mal den Teller so drauf. Alleine der Teller, wo jetzt der Burger draufkommt, wiegt 500 Gramm. Das heißt, die 500 Gramm ziehen wir natürlich gleich ab und dann haben wir das natürlich gesamte Gewicht von dem Burger. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen geiler. Komm mal her jetzt. So, nächste Scheibe tatsächlich. So, ein bisschen vorsichtig sein hier bei denen. So, jetzt hier ein bisschen. Hier kommt er wieder was. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Besonderheit. Smoky Barbecue bitte. Wir machen mal ein bisschen andere Soße mal. Die ist sonst nicht drauf? Doch, doch. Ach so. Oh, das zerläuft schon, ne? Jetzt machen wir hier mal leckere Tomaten. Tomate. So, hier nochmal ein bisschen Gurkenrelish. So, hier machen wir natürlich so. 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 Leute, da ist er. Der Moment der Wahrheit. So, jetzt nochmal. Ja? Jetzt zum Beispiel. Also hast du auf Tara gedrückt, ja? Es war bei 500. Okay. Müssen wir abziehen. Ah! 4,4, wie auf der Speisekarte. 4,9. 500 wiegt die Platte. Ach so, die hast hab du ich nicht gewogen. mal. Das ist doch geil, oder? Ja, klar, 4,4, genau wie auf der Speisekarte. Ach, Leute, ohne dass er hier irgendwie ansatzweise was gemessen hat, 4,4, genau wie er auf der Speisekarte ist, hätte ich nicht gedacht. Real Talk, hätte ich nicht gedacht. Bei 500 Gramm, wenn abgezogen, wiegt die Platte. Damit würde ich sagen, René, haben wir den größten Burger Deutschlands, den ich versuche zu essen. Also 9 Pfund, meine Lieben. 9 Pfund. Wahnsinn. Und ich habe so das Gefühl, du schaffst es wirklich. Ich weiß es nicht. Also es sieht brachial aus. Also, Big M ist ja schon im Livestream. Ich habe jetzt nochmal einen Fehler entdeckt, um Gottes Willen. Aber jetzt will ich ihn auch nicht sagen, weil jetzt hat er natürlich ein anderes Mindset. Ja? Und zwar, wir haben nicht 4,5, die haben 5,5 Kilo, weil hier hinten war noch das auf Kante. Ja? Deswegen haben wir jetzt nochmal neu gewogen, tatsächlich. Aber er denkt, er ist 4,5 Kilo und deswegen wird das auch schaffen. Wenn er hören würde, 5,5 Kilo, alles vom Mindset, alles vom Kopf, aber nicht verraten. Also ihr müsst 500 Gramm abziehen, ne? 500 Gramm abziehen, warum? Ja, weil die Edelstahlplatte 500 Gramm wiegt. Ja, haben wir ja vorher auch so gemacht.